Was haben Fans von atmosphärischer Post-Punk-Musik mit alten Barbaren gemein? Nicht viel. Aber warum werden beide dann auf Englisch als Goths bezeichnet? Ist es Zufall oder gibt es da eine tiefere, jahrhundertealte Verbindung? Die Geschichte beginnt im antiken Rom. Bei seiner Expansion sah sich das Römische Reich mit Überfällen und Invasionen von halbnomadischen Völkern entlang seiner Grenzen konfrontiert. Zu den mächtigsten von ihnen gehörte das germanische Volk der Goten, das aus zwei Stammesgruppen bestand, den West- und Ostgoten. Während einige germanische Stämme Gegner Roms blieben, integrierte das Reich andere in seine kaiserliche Armee. Als das Römische Reich in zwei Teile zerfiel, spielten diese Stammesarmeen eine größere Rolle bei dessen Verteidigung und internen Machtkämpfen. Im 5. Jahrhundert wurde Rom von Söldnern unter Führung eines Soldaten namens Odoaker eingenommen und der westliche Kaiser abgesetzt. Odoaker und sein ostgotischer Nachfolger Theoderich blieben technisch gesehen unter der Herrschaft des Ostkaisers und hielten römische Traditionen aufrecht, aber das Westreich wurde nie wieder vereint. Dessen Herrschaftsgebiet zerfiel in Königreiche, regiert von Goten und anderen germanischen Stämmen, die sich der örtlichen Kultur anpassten. Viele ihrer Namen finden sich noch immer auf Landkarten. Damit endete die klassische Periode und das sogenannte Dunkle Zeitalter begann. Obwohl die römische Kultur nie ganz unterging, nahm ihr Einfluss ab und es entstanden neue Kunststile, die sich eher auf religiöse Symbolik und Allegorie als auf Proportionen und Realismus konzentrierten. Dies setzte sich in der Architektur fort mit dem Bau der Abtei Saint-Denis in Frankreich im Jahr 1137. Spitzbögen, Strebepfeiler und große Fenster machten das Bauwerk skelettartiger und verschnörkelter. Dadurch wurde das offene, helle Innere des Gebäudes betont, anstatt der robusten Wände und Säulen wie bei klassischen Gebäuden. In den folgenden Jahrhunderten entstanden ähnliche Kathedralen in ganz Europa. Aber als die italienische Renaissance ihre Bewunderung für das antike Griechenland und Rom wiederentdeckte, wirkte der neuere Stil im Vergleich dazu grob und plump. In seinem Buch Le Vite von 1550 nannte der Architekt Giorgio Vasari den Stil als erster gotisch. Eine abfällige Anspielung auf die Barbaren, die angeblich die klassische Zivilisation zerstört hatten. Die Bezeichnung setzte sich durch und beschrieb bald das gesamte Mittelalter, das Assoziationen von Dunkelheit, Aberglauben und Schlichtheit weckte. Doch die Zeit schritt voran und mit ihr auch die Mode. In den 1700er Jahren entwickelte sich die Epoche der Aufklärung, in der die wissenschaftliche Ratio über allem stand. Als Reaktion darauf suchten romantische Autoren wie Goethe und Byron nach idealisierten Visionen einer Vergangenheit mit natürlichen Landschaften und geheimnisvollen spirituellen Kräften. Hier wurde das Wort Gotik für ein literarisches Genre wiederverwendet, das sich zur dunklen Variante der Romantik entwickelte. Der Begriff wurde erstmals von Horace Walpole verwendet, der damit die Handlung und allgemeine Atmosphäre seines Romans Das Schloss von Otranto von 1764 beschrieb. Viele Elemente daraus wurden zu Grundelementen des Genres und inspirierten Klassiker und deren unzählige Verfilmungen. Die Bezeichnung Gothic blieb mit Literatur und Film verbunden, bis in den 1970er Jahren eine neue Musikrichtung entstand. In Anlehnung an Künstler wie The Doors und The Velvet Underground kombinierten britische Post-Punk-Gruppen wie Joy Division, Bauhaus und The Cure düstere Texte und punkige Dissonanzen mit Bildern, die von der viktorianischen Ära, klassischem Horror und androgyner Glam-Mode inspiriert waren. Anfang der 1980er Jahre wurden ähnliche Bands von der Musikpresse stets als Gothic Rock bezeichnet und seine Popularität brachte das Genre aus den schummrigen Clubs zu den großen Labels und MTV. Heute sind Gothic-Musik und Mode trotz gelegentlicher negativer Presse und Stereotypen nach wie vor ein bedeutendes Underground-Phänomen. Sie haben sich zudem in Subgenres verzweigt wie Cybergoth, Gothabilly, Gothic Metal und auch Steampunk. Die Geschichte des Wortes Gothic beruht auf tausenden Jahren kultureller Gegenbewegungen, von eindringenden Außenseitern, die zu Königen werden, über hohe Türme, die massive Säulen ersetzen, bis hin zu Künstlern, die die Dunkelheit mögen.
Jeder Schritt war eine Art Revolution und eine Tendenz der Zivilisation, mit der eigenen Vergangenheit die Gegenwart neu zu gestalten. Abonniere diesen Kanal für weitere faszinierende Geschichtslektionen, Weltraumabenteuer, knifflige philosophische Debatten und Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper. Bleib dran und bleib neugierig.